Hi Leute, endlich! Ich habe mein Studium abgeschlossen und werde meinen Abschluss feiern. Glückwunsch, Blanche. Juhu! Cool. Super. Endlich kannst du Lehrerin werden und jemand anderem sein Deutsch korrigieren. Ich meinte natürlich herzlichen Glückwunsch, Blanche. Wohlverdient. Keine Sorge, Paolo, ich werde auch weiterhin für dich da sein. Oh, großartig. Jedenfalls, ich möchte euch alle zu meiner Abschlussfeier und zur Afterparty einladen. Okay, super. Klasse, ich bin dabei. Eine Party, aber natürlich. Übrigens, der Dresscode ist formell, also zieht euch schick an. Besonders du, Tom. Oh, echt jetzt? Ja, keine Hoodies erlaubt. Endlich kannst du mal wieder deinen Anzug tragen. Ah, haha, klar. Super, also bis in einer Woche. Okay, Leute, ich habe ein Problem. Egal was es ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ja, total, was ist los? Erinnert ihr euch an den Anzug, den Blanche für mich ausgesucht hat? Ich habe ihn nicht mehr... Oh, okay, du bist geliefert. Da kann ich dir nicht helfen, mein Freund. Paolo, okay, Tom, beruhige dich. Was ist mit deinem Anzug passiert? Haha, lustige Geschichte. Ich habe ihn irgendwie verkauft. Was? Wie konntest du ihn verkaufen? Das war ein Hugo-Boss-Anzug. Warum, Tom? Einfach, warum? Tja, wie soll ich das erklären? Ich bin irgendwie ein Minimalist. Ich behalte nur, was ich benutze, und ich habe den Anzug nur einmal getragen. Also war er ein offensichtlicher Kandidat für die Eliminierung. Eliminierung? Oh mein Gott, du redest wie ein Auftragskiller, Tom. Ja, ich verstehe dich total, Tom. Wenn man bedenkt, dass deine Brettspielsammlung schon so viel Platz einnimmt, musste der Anzug natürlich weg. Genau, oder? Okay, also die offensichtliche Lösung ist, einen neuen Anzug besorgen, richtig? Keine Sorge, du bist nicht allein, ich brauche auch einen. Ja, natürlich, aber das Problem ist komplizierter. Das ist es immer. Ich habe nicht wirklich Platz dafür. Keine Materialien, kein Werkzeug und kein Transportmittel. Und es in so kurzer Zeit zu erledigen, wird knapp, aber nicht unmöglich. Tom, du musst keine ganze Anzugfabrik bauen. Du musst einfach nur einen neuen kaufen. Ja, natürlich, es ist nur so eine Verpflichtung. Ich muss ihm ein Zuhause bauen. Tom, das ist nur Blanches Abschlussfeier, nicht deine Hochzeit. Du redest totalen Unsinn. Ja, Kumpel, entspann dich. Okay, ich glaube, ich kenne den richtigen Ort. Wenn ich jetzt loslege, könnte es noch klappen. Zuerst muss ich ein Auto mieten. Okay, bin ich die Einzige, die glaubt, dass Tom gerade direkt vor unseren Augen völlig durchgedreht ist? Ja, ist er, naja, verrückt oder so? Ich bin mir nicht sicher. Er nimmt manche Dinge einfach zu ernst. Wir sollten ihn besser im Auge behalten. Tom, alles in Ordnung? Ja, Okay, gut. Renovierst du dein Zimmer? nein, natürlich nicht. Das wäre gegen den Mietvertrag. Hahaha, gut. Und wofür ist das dann? Ein Projekt. Keine Zeit zu erklären. Ich weiß echt nicht, was los ist. Er verlässt kaum noch sein Zimmer, sagt mir nichts und lässt niemanden rein. Er meint nur ständig, dass er keine Zeit hat und er hämmert die ganze Zeit auf Holz herum. Oh mein Gott, es sieht so aus, als ob er einen Sarg baut. Was? Oh nein, er ist wirklich ein Auftragskiller. Ich hab's ja gesagt. Denkst du, er könnte sich selbst was antun? Jetzt reicht's echt. Wenn er sich in Gefahr bringt, müssen wir ihn sofort stoppen. Autsch. Tom, hör auf, du darfst dir nichts antun. Was auch immer los ist. Wir sind für dich da, Kumpel. Autsch. Ja, das ist nett von euch. Aber es ist nichts. Ich habe mir nur mit dem Hammer auf den Finger gehauen. Gib mir sofort den Hammer. Was ist los? Tom, das kann so nicht weitergehen. Du hast dich fast eine ganze Woche hier eingeschlossen. Redest nicht mit uns. Was ist los, Kumpel? Was? Ich dachte, ich hätte es gesagt. Ich brauche einen Anzug für Blanches Abschlussfeier. Und was hat das damit zu tun, dass du dich hier einschließt und einen Sarg zimmerst? Was? Einen Sarg? Diesen Sarg hier. Das ist doch kein Sarg. Tom, vielleicht kennst du das Wort auf Deutsch nicht. Sarg bedeutet eine Kiste für Leichen. Ja, ich weiß, was ein Sarg ist. Aber das hier ist keiner. Und was soll es dann sein? Na, ein Schrank für meinen Anzug. Ein Schrank für einen Anzug?
Ja, der Kauf eines Anzugs ist eine Verpflichtung. Er braucht seinen eigenen Platz. Also habe ich ihm einen Schrank gebaut. Ich glaub's nicht. Ein Schrank für einen Anzug? Na klar, mehr neue Kleidung brauche ich ja nicht. Nur den einen Anzug. Okay, das muss ich für meinen Vlog aufnehmen. Tom, könntest du das bitte nochmal genau so sagen? Mit dem ernsten Tonfall und dem Gesichtsausdruck. Wie viele Klicks schätzt du? Mindestens 1 Million, das ist Gold wert. Jedenfalls habe ich jetzt einen Platz für meinen permanenten Anzug. Also kann ich mir einen kaufen und zur Abschlussfeier gehen. Und Blanche muss nicht mal erfahren, dass ich ihn zum 2. Mal gekauft habe. Alter, das Leben eines Minimalisten ist echt anstrengend. Ganz im Gegenteil, je weniger Sachen, desto einfacher das Leben. Das hier ist eher eine Ausnahme. Falls du mal eine Freundin hast mit Tom, dann werden dich noch sehr viele Ausnahmen erwarten. Oh nein. Perfekt. Dann haben wir ja alles geklärt. Tom kauft den Anzug, ich habe mein Video und wir sehen uns alle bei der Abschlussfeier. Tom, schau dich an, so schick im Anzug. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Hi Blanche. Ja, freut mich. Glückwunsch zu deinem Abschluss. Danke. Weißt du, vielleicht könntest du Manager werden. Dann könntest du mehr Anzüge besitzen und tragen. Mehr Anzüge? Oh nein, nein, nein. Blanche, ich habe keine solchen Ambitionen. Hahaha, ich verarsche dich doch nur, Tom. Ich weiß, dass du nur Platz für einen Anzug in deinem Sarg hast. Was? Woher weißt du das? Ich habe Bibis Video gesehen. Es geht gerade richtig viral. Ach so. Übrigens, es ist kein Sarg. Es ist ein Ein-Anzug-Kleiderschrank. Klar, Tom, solange keine Leiche drin liegt. Tom, cooler Anzug, Mann. Ebenso, Ricardo. Wo hast du ihn gekauft? Ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe ihn nur gemietet. Du hast was? Ich habe den Anzug gemietet. Man kann einen Anzug für einen Tag mieten. Wusstest du das nicht? Man kann einen Anzug für einen Tag mieten? Ja? Wusstest du nicht, dass das geht? Entschuldigt mich kurz. Was ist mit Tom? Oh, sagen wir einfach, er hatte eine anstrengende Woche. Man kann einen Anzug für einen Tag mieten. Okay, es sieht so aus, als hätte Tom sein großes Projekt mit jemandem besprechen sollen, bevor er es gestartet hat. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns ein Like, hinterlasst einen Kommentar und abonniert für mehr Videos. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.